Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute wird mal nicht gekocht, sondern gebacken. Wir machen heute einen super leckeren Apfelmuskuchen. Das Rezept ist mir eingefallen, weil wir gerne Reibeplätzchen essen und dazu essen wir immer Apfelmus. Und davon bleibt immer so viel übrig, dass er manchmal schlecht wird. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Also gibt es Apfelmuskuchen. Seid gespannt! Wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir gern ein Abo und ein Like da. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Da der Kuchen sehr schnell vorbereitet ist, könnt ihr im Backofen schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Jetzt gebt ihr in eine Schüssel 300 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Das Ganze vermischen wir jetzt einmal kurz. Dazu kommen jetzt 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Jetzt geben wir noch ein Ei und 150 Gramm Butter dazu. Jetzt pressen wir noch den Saft einer ganzen Zitrone aus und geben ihn mit dazu. Das verleiht dem Apfelmuskuchen hinterher einen schönen, leckeren und frischen Geschmack. Jetzt geben wir noch eine Prise Salz dazu, die wirklich an jeden Kuchen gehört, um den süßen Geschmack besser hervorheben zu können. Das Ganze wird jetzt mit den Knethaken des Mixers verrührt, bis ein krümeliger Teig entstanden ist. Das dauert so ungefähr 3 bis 4 Minuten. Jetzt kneten wir den Teig noch ganz kurz mit der Hand zurecht, bis er ein bisschen geschmeidig und kompakt geworden ist. Jetzt fetten wir unsere Springform erstmal mit Butter ein. Ich habe hier eine ganz normale 24er Springform genommen. Und denkt dran, den Rand immer schön mit einfetten, damit der Kuchen später auch gut aus der Form gleiten kann. Jetzt geben wir 2/3 des Teiges in unsere Springform. Den restlichen Teig stellen wir dann erst einmal zur Seite. Den Teig jetzt mit der Hand in der Springform verteilen. Das geht am besten, wenn man von der Mitte aus immer zum Rand hin drückt. Wenn der Boden mit Teig bedeckt ist, ziehen wir ihn am Rand noch ein bisschen nach oben, so ungefähr 2 cm, damit der Apfelmus nicht ausläuft. Und jetzt braucht ihr den Apfelmus. Ich habe hier circa fast noch ein ganzes Glas, da ist noch nicht so viel raus. Ihr solltet mindestens ein halbes Glas haben. Zu dem Apfelmus mische ich jetzt 2 Teelöffel Zimt. Der ist allerdings nur optional, aber ich finde, er verleiht dem Kuchen einen tollen Geschmack. Ich gebe den Zimt hier direkt in das Apfelmusglas und verrühre alles gut miteinander. Jetzt kommt das Apfelmus auf unseren vorbereiteten Teig direkt in die Form. Jetzt verteilen wir den Apfelmus gleichmäßig auf unserem Teig. Ich finde, das geht am besten mit so einem Teigspatel.
Aus dem übrig gebliebenen Teig machen wir jetzt zum Abdecken noch ein paar Streusel. Dazu gebe ich einfach noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Mehl dazu. Das Ganze verrühre ich dann mit den Knethaken des Handrührgeräts zu schön feinen Streuseln. Die Streusel verteilen wir dann zur Abdeckung auf dem Apfelmuskuchen. Hierbei solltet ihr unbedingt darauf achten, dass am Ende der ganze Kuchen schön von den Streuseln bedeckt ist. Was ist eigentlich so euer Lieblingskuchen? Würde mich mal sehr interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Der Kuchen kommt jetzt bei 180 Grad in dem vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze zwischen 45 und 60 Minuten in den Ofen. Mein Kuchen war genau 50 Minuten im Ofen. Das ist das tolle Ergebnis. Und hier seht ihr gleich den Anschnitt. Ein toller, saftiger Apfelmuskuchen. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!